Hi Leute, schaut mal. Ihr wisst, wie ihr mich glücklich machen könnt. Boah, ist das geil. Danke, Dennis. Wirklich, vielen lieben Dank. Ich freue mich über sowas immer wahnsinnig. Ja, Dennis hat uns eine SLX geschickt. Da war er selber dran, hat versucht, sie zu warten. Nicht wundern, ich habe die Spule schon mal rausgenommen, weil die Rolle nach der Wartung von ihm nicht mehr so gut funktioniert hat. Und die lässt sich halt nicht drehen, ne? Die Kurbel. Also ist auch der Daumentaster, der lässt sich nicht wirklich ganz durchdrücken. Wir schauen uns das mal an. Ne? Ich nehme euch mal mit, mal gucken, was das Problem ist. Und dann werden wir hier auch solche Dinge gleich mitmachen. Ja, Leute, ähm, schaut euch am besten mal mein YouTube-Video an. Da habe ich eine SLX komplett auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Wenn er danach geht, dann sollte das eigentlich hinhauen. Aber nichtsdestotrotz, ja, es ist schwierig, gebe ich zu. Deswegen gibt es ja auch die Profis. Ja, ich nehme euch mal mit. Mal schauen, was der Fehler ist. Ah, so Leute, bin nicht weit gekommen. Also Händel und Sternbremse ist ab. Soweit war alles gut und da fällt es mir schon auf. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das. Das ist falsch rum. Also die Feder ist okay, das silberne Teil ist falsch rum. Also eigentlich, wenn man es abschraubt, das hat nämlich so eine Einkerbung für die Feder. Die muss so rum. Ne? Das ist schon mal der erste Fehler leider. Und auch diese Scheibe kommt andersrum. Ja, das ist schon mal das Erste, was mir jetzt auffällt. Und dann schauen wir mal weiter, weil dreht sich immer noch nicht. Mal gucken. So, dann nehmen wir mal die Spultension ab. Da habe ich mir nicht die Vermutung, wenn sie es nicht dreht, dann drückt mir nicht irgendwas aufs Ritzel. Und das ist bei der SLX so. Die hat hier so eine Feder. Die kann man rausnehmen. Und da war der Kunde wahrscheinlich dran, weil er ja neue Kugellager gemacht hat. Und ja, da sehe ich es schon. Ähm, diese weiße Buchse, die gehört da nicht hin. Die gehört unter diesem Kugellager. Also es ist halt eine falsche Reihenfolge. Und das wird wahrscheinlich auch das Problem sein, warum es nicht funktioniert. Ähm, Wie gesagt, das Kugellager kommt oben hin, dann die Spange und darunter kommt diese weiße Buchse. Ich löse das mal und mal schauen, ob es dann funktioniert. Ja, okay. Ja, ist gelöst, funktioniert immer noch nicht. Da fällt mir aber auch gleich das zweite auf. Normalerweise ist darunter noch ein Kugellager. Das fehlt komplett. Das hat der Kunde wahrscheinlich vergessen. Naja, ist auf jeden Fall ein schwieriger Fall. Schauen wir mal weiter. Jetzt öffnen wir die Rolle und mal gucken, was uns da drin erwartet. So, und das nächste ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber ausschlaggebend. Seht ihr den Unterschied hier zwischen Getriebe und dem Ritzel? Das Getriebe ist höher als das Ritzel. Das sollte eigentlich nicht so sein. Das liegt wahrscheinlich daran, hier unten dieses Zahnrad, das wurde nicht richtig eingerastet. Ich zeige euch mal, was ich damit meine. Das steht mir nicht ein bisschen ab. Das hat hier noch so eine Bremsscheibe drauf. Und das ist auch falsch rum, aber das ist eigentlich gar nicht so wild, dass das falsch rum ist. Ihr seht, diese Zacken zeigen nach oben, die sollen eigentlich nach unten zeigen. Das ist aber nicht weiter tragisch. Das, was ich meine, ist, es hat so eine Aussparung. Und wenn man jetzt hier dreht und es runterdrückt, dann geht das nochmal ein Stück nach unten und sitzt dann unten richtig plan auf. Ne? Und wenn ich das jetzt hier quasi wieder raussetze, so, und so, seht ihr, voilà, dann ist das in einer Höhe. Das war eigentlich ja ein easy fix. Also da hätte man einfach nur darauf achten müssen, dass das hier richtig in die Fassung fasst. Mehr nicht. Und dann dreht sich es auch wesentlich geschmeidiger und smoother. Also ich denke mal, wenn wir sie jetzt schon wieder zusammenbauen würden, dann würde es auch funktionieren. Abgesehen von den Kugellager und so weiter, aber das machen wir ja gleich. So, und zwar hat hier so ein Kugellager gefehlt. Das machen wir mal jetzt rein und dann zeige ich euch mal die richtige Reihenfolge. Also es kommt da rein. Zack. Dann kommt die weiße Buchse. Die hier. Dann pressen wir das alles mal ein bisschen rein, dass das auch alles schön sitzt. So. So. Dann kommt das Kugellager, das richtige rein. So. Zack. Dann kommt der Kugellagerstopper rein. Zack. So muss das dann nachher aussehen. Ne? Hier das Kugellager. Und der Sinn dahinter ist halt, in diesem Kugellager fasst das Ritzel natürlich perfekt rein. Ne? Und wird so unterstützt und wackelt halt nicht. Ne? Ihr seht's, wie sich das so schön dreht. So muss das nachher letztendlich aussehen. Und das wird halt nicht unterstützt, wenn das Kugellager fehlt, weil dann wackelt es, dann hat es Spiel und dann dreht sich eigentlich gar nichts mehr. So, und was mir halt noch aufgefallen ist, wenn man da reinguckt,
Seht ihr? Da ist so ein bisschen eine Ungleichmäßigkeit. Also normalerweise dieser silberne Ring, äh, der schließt ganz gut ab mit dem Kugellager und der ist ein bisschen schräg. Also sprich, im DC-System, da hat der Kunde ja wahrscheinlich auch das Kugellager getauscht, müssen wir aber auch noch mal rein. Gucken wir mal, was da los ist. Ja, und das ist eigentlich eine Kleinigkeit beim DC-System. Also diese Scheibe war jetzt hier nur unrund, die lag wahrscheinlich schon richtig drauf, was aber vergessen wurde oder verloren gegangen ist, so wie es mir immer oft passiert, ist der Kugellagerstopper. Also diese kleine Spange hier, die war nicht drauf. Deshalb hat sich das natürlich alles bewegt. Ne? Also da gehört auf jeden Fall eins rein, sonst bewegt sich das, hat Spiel und ja, dann stoppt die Spule oder kratzt oder im schlimmsten Fall kann die sich verbiegen, ne? Weil zu viel Spiel ist. So muss das wieder aussehen, richtig schön, alles stimmig. So, dann bauen wir mal zusammen und dann sollte es wieder funktionieren alles. Ja, und die Knobs, ja, da kümmere ich mich jetzt drum. Das ist jetzt nicht so spannend, da fehlen einfach nur Unterlegscheiben. Ne? Das korrigiere ich gleich und dann, ja, ist die Rolle auch wieder fertig. Aber was wir Dennis nicht sagen werden, ist, dass wir ihm auf jeden Fall neue Knobkappen drauf machen. Die sehen ja echt mies aus. Sowas will man doch nicht an seiner Rolle haben. Die tauschen wir aus. So, Leute, da ist das gute Stück. Und schaut mal, sie lässt sich kurbeln. Richtig gut sogar. So soll es sein. Alles funktioniert. Ja, war doch ganz schön viel bei der Rolle. Also hat mich selber überrascht. Ich dachte, das ist nur ein Fehler. Ist Tatsache ganz schön viel gewesen. Also das Hauptproblem saß hier in der Spool-Tension. Da wurde ein Kugellager vergessen und halt auch leider ein bisschen falsch in der falschen Reihenfolge. Dann das Ritzel, habt ihr ja gesehen, war halt auch nicht ganz richtig. Also das Getriebe war ein bisschen höher als das Ritzel an sich. Und das CC-Kugellager war halt auch ein bisschen falsch eingebaut. Ja, die Summe halt leider hat dazu geführt, dass da gar nichts mehr ging. Aber jetzt, wow. Also Dennis, beim nächsten Mal weiß das wahrscheinlich besser. Er hat mich auch darum gebeten. Also seht das nicht so, dass ich jetzt den Kunden hier shamen möchte. Im Gegenteil, er hat extra darum gebeten, dass ich ein Video dazu mache, damit er auch daraus lernen kann und damit auch andere daraus lernen können. Also super geil. Ich finde es ja eh immer verdient vollsten Respekt, wenn jemand selber daran geht. Und ganz ehrlich, ich habe genauso angefangen. Meine ersten Rollen waren exakt genauso. Ich hatte immer Probleme, nichts ging perfekt am Anfang und es ist einfach ein Learning. Leute, macht das einfach mal. Klar, geht nicht immer gleich gut, aber mit der Zeit werdet ihr immer besser. Und dann kriegt ihr auch so ein cooles Ergebnis hin. Ja, Dennis, und hier auch schöne neue Kappen. Sexy. Bis dahin, Leute, ich wünsche euch was.